Hallo liebe Aquarellfreunde, herzlich willkommen zum ersten Film im neuen Jahr hier in der Aquarellwerkstatt. Heute male ich mit für mich relativ ungewöhnlichen Farben ein winterliches Aquarell. Bevor es gleich mit dem Malen losgeht, möchte ich euch auch im Namen meines Teams von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr wünschen. Hier auf dem Kanal wird es im kommenden Jahr ganz genauso weitergehen, wie ihr es kennt. Alle 14 Tage gibt es ein kleines Lehrvideo in Sachen Aquarellmalerei und wir freuen uns wie immer über Anregungen, was die Themen betrifft. Schreibt gerne in den Kommentaren, was wir hier im Kanal behandeln sollen, ob es eher die ausgewachsenen Aquarellmotive sind, die euch interessieren zum Nachmalen oder ob ihr vielleicht mehr Filme über Basics oder über Materialkunde zum Beispiel wünscht. Ein kleiner Nachtrag noch zum letzten Film im vergangenen Jahr. Da hatte ich ganz schön hier vor mich aufgebaut die umfangreiche Weihnachtspost, die ich von euch bekommen habe. Der entsprechende Videoschnipsel in der Intro, den wir aufgenommen hatten, dazu ist aber leider verloren gegangen. Deshalb gehen wir jetzt noch einmal kurz zurück und zeigen euch die Sequenz, in der ich mich für die viele Weihnachtspost bedankt habe. Ich habe auch in diesem Jahr wieder sehr viel wunderbare Weihnachtspost von euch bekommen. Hier habe ich euch jetzt mal alles aufgestellt, diese tollen Karten gemalt, gezeichnet, gebastelt, aus der Fülle dessen, was im Aquarell möglich ist. Und ich bin wirklich immer mit Begeisterung vom Briefkasten zurückgekommen und habe diese wunderbare Post aufgemacht und sage Danke für jeden einzelnen Brief. Ich schaffe es meistens nicht, adäquat zu antworten, aber deshalb jetzt einmal hier diese kleine Ausstellung. Das sind überwiegend alles auch original gemalte Bilder. Also wirklich ganz fantastisch. Ich fühle mich sehr beschenkt und von hier aus ein ganz liebes Danke. So, das war mir jetzt nochmal ganz wichtig, das loszuwerden. Und jetzt geht's los mit unserem Motiv. Für das heutige Motiv brauchen wir folgende Materialien: Perylane Green, Lasurorange von Schminke, Titanweiß, Kobaltblau, cadmiumfreies Cadmiumrot, lichter Ocker und Alizarin Karmesin von Winsor Newton. Ich arbeite auf Arche-Papier, das ist ein französisches handgeschöpftes Büttenpapier, 300 Gramm Grain Fin und folgende Pinsel verwende ich. Der Kunststoffpinsel Perla von Escoda liegt oben, das ist der Spritzpinsel für die Wassertropfen. Dann geht es weiter rechts mit dem Auswaschpinsel Junior Synthetik von Da Vinci und dem Eichhörnchenhaarpinsel von Escoda, dem Linierer, einem Da Vinci Rotmarderhaarpinsel und dem chinesischen Kalligraphiepinsel. Hier seht ihr, wie ich mit wenigen Strichen die wichtigsten Linien für mein Landschaftsaquarell zu Papier bringe. Ich beginne mit der Trennlinie zwischen vertikalem und horizontalem Bildgeschehen und zeichne dann die Diagonale für den Flusslauf ein. Alle Linien versuche ich weich und geschwungen zu halten, denn der frisch gefallene Schnee macht die Konturen rund und eben weich. Viel mehr ist eigentlich gar nicht nötig für mein kleines Landschaftsaquarell. Hier links kommen aber noch einige Baumstämme hinein, die die mittlere Bildebene repräsentieren sollen. Die fertige Skizze und auch die beiden Referenzfotos bekommen die Unterstützerinnen unseres Kanals wieder per Mail zugeschickt. Für alle, die hier mit einem kleinen Beitrag helfen wollen, dass dieser Aquarellkanal alle 14 Tage ganz ohne Werbung ein neues Video herausbringt, gibt es den Link zur Unterstützung in der Videobeschreibung. Hier zeige ich euch die beiden Referenzfotos, aus denen ich mein heutiges Motiv gebastelt habe. Vom rechten Foto übernehme ich das Farbkonzept und den geschwungenen Flusslauf entlehne ich aus dem linken Foto. Bei Landschaftsbildern arbeite ich häufig so, dass ich mir meine eigene Landschaft aus verschiedenen Referenzfotos zusammenstelle. Den warmen Sonnenuntergang möchte ich heute mit kräftigen Gelb-Orange-Tönen malen. Damit die Farbe sehr kräftig und leuchtend auf dem Papier stehen bleibt, habe ich mich entschlossen, auf trockenem Papier zu beginnen. Es wäre natürlich auch möglich, das Papier für den Himmel vorher nass zu machen. Dann schluckt die Nässe des Papiers aber auch relativ viel Pigment und die Farben wären blasser, wenn das Papier trocknet. In das Cadmiumgelb direkt um die Sonne kommt jetzt ein Farbauftrag mit Lasurorange und etwas Cadmiumrot in den Himmel. Ich wähle hier die warmen und leuchtenden Farben, um später den Kontrast zu den sehr kühlen Farben der Schneefläche maximal auszunutzen.
Den Kreis für die Sonne hatte ich freigelassen und jetzt löse ich ihn mit ein wenig Wasser und einigen Pinselstrichen ganz weich an. Im oberen Bereich des Himmels möchte ich die Farbe etwas abkühlen. Hier mische ich mir jetzt Kobaltblau und Alizarin Karmesin und gehe mit schwungvollen Strichen in die Fläche hinein. Es ist wichtig, dafür den richtigen Moment abzupassen. Das Papier soll jetzt noch feucht sein und im Pinsel darf auf keinen Fall zu viel Wasser sein. In die immer noch feuchte Himmelsfläche kommt nun im unteren Bereich eine kräftige Mischung aus den beiden Farben Perilane Green und Alizarin Karmesin. In manche Stellen gebe ich auch etwas Cadmiumrot hinein. Die komplementären Farben Grün und Rot ergeben eine recht gebrochene, grau-stichige Farbkombination. Dies funktioniert hier für die Bäume im Hintergrund ganz hervorragend. Wichtig ist, dass die Farbmischung gelegentlich variiert und auch die Pinselbewegung sehr locker und ungleichmäßig ist. Aus der angelegten Fläche kratze ich nun mit dem Malspachtel ein paar helle Stämme heraus. Das funktioniert, wenn das Papier noch ein wenig feucht ist, aber die Farbe sich schon ein bisschen gesetzt hat. Ein paar Wasserspritzer mit dem Kunststoffpinsel und klarem Wasser geben zusätzlich Struktur in diese Baumreihe. Das Bild trocknet jetzt einmal komplett durch und ich wollte euch erzählen, dass auch dieses Bild wieder auf eBay zur Versteigerung angeboten wird. Die Versteigerung beginnt direkt, wenn der Film herauskommt, am Samstag um 16 Uhr und endet am darauffolgenden Dienstag um 16 Uhr. Das ist dann der 10. Januar 2023. Der Höchstbietende bekommt dann das Aquarell per Post zugesendet und kann sich dann über ein Originalkunstwerk von mir freuen. Nun geht es weiter mit der Wasserfläche. Ich verwende hier die gleichen Farben wie im Himmel und halte den Tonwert zunächst etwas heller. Für die Reflexion der Sonne lasse ich einige Bereiche des Papiers weiß stehen. Ich arbeite hier mit viel Wasser, damit diese Fläche im Tonwert wirklich heller bleibt als der Himmel. Hier auf der linken Seite kann ich schon ein wenig dunkler arbeiten und auch mehr Rot mit in die Mischung geben, denn dort werden sich nachher die Bäume spiegeln. Wie ihr vielleicht schon wisst, liebe ich es, diese kleinen Wassertröpfchen mit dem Kunststoffpinsel aufzuspritzen, um größere und vielleicht auch etwas langweiligere Flächen interessanter zu gestalten. Mit dem gleichen Pinsel hole ich jetzt einige helle Stellen aus der Fläche heraus. Das sind die Bereiche, wo sich später Schnee im Wasser spiegeln wird.
Mit einer sehr wässrigen Lasur aus Alizarin-Karmesin grundiere ich die Schneefläche. Einige Stellen bleiben auch weiß stehen. Mit Kobaltblau male ich dann in die feuchte Fläche schattige Bereiche ein. Im Hintergrund mit dünneren Strichen und der Pinselspitze und nach vorne hin breiter werdend mit dem Pinselbauch. Die Uferkante zum Fluss hin schattiere ich mit der blauen Farbe, um hier eine Böschung anzudeuten. Zu den Details in der Schneedecke kommen wir später noch. Zunächst einmal möchte ich jetzt die Bäume im Mittelgrund malen. Hierfür hebe ich mit dem Kunststoffpinsel erst einmal die helle Fläche des Baumstammes aus dem Himmel wieder heraus. Die Himmelsfarbe, die sich dabei im Pinsel ansammelt, ziehe ich gleich bis nach unten auf die Schneefläche aus. Auch die kleineren Bäume arbeite ich auf die gleiche Weise. Nun mische ich mir wieder meine graubraune Farbvariation aus Perylane Green und Alizarin Karmesin und male mit sehr wenig Wasser und viel Pigment die dunklen Stellen der Rinde in meinen Birkenstämmen. Die lichtabgewandte Seite der Stämme male ich mit der gleichen Farbe und löse sie zur Mitte hin etwas an, so dass die Illusion einer Rundung entsteht. Hier im unteren Bereich male ich den Stamm etwas dunkler und kann so die schräge Uferböschung negativ herausarbeiten. Auch die Bäume auf der rechten Seite male ich mit der dunklen Mischung aus Perylane Green und Alizarin Karmesin. Nun werden die Schatten am Flussufer gemalt. Hier ist es wichtig, vorne größere Formen und hinten kleinere Formen zu verwenden. Die Farbmischung ist wieder die gleiche wie bei den Baumstämmen und auch einige Gräser male ich mit dieser Mischung.
Die Spiegelung hier unten links setze ich noch etwas deutlicher und hole mit dem Pinsel wieder die weißen und hellen Stellen der Baumstämme heraus. Auch im hinteren Bereich wird die Spiegelung noch einmal intensiviert und die beiden dunklen Baumstämme bekommen natürlich auch eine extra Reflexion. Mit dem Linierpinsel setze ich noch ein paar mehr Gräser in die helle Schneefläche hinein. Hier habe ich so wenig Wasser im Pinsel, dass die Pinselstriche relativ dunkel und trotzdem durchbrochen erscheinen. So werden die Formen nicht so grob und behalten eine gewisse Eleganz. Die Schneekante im Hintergrund möchte ich noch ein wenig anlösen. Wenn sie weicher gestaltet ist, entsteht noch mehr das Gefühl von Entfernung und Tiefe. Hier links im Bild brauche ich noch ein wenig mehr Schattenfarbe. Ich setze also noch einmal Blau über die Fläche und verwische mit den Fingern zu einer abstrakten Form. Zum Schluss versuche ich die Rundung der Sonne noch einmal zu korrigieren und weiche auch die Reflexion im Wasser noch ein wenig auf. Zwei Baumspitzen vor die Sonnenform gemalt sorgen für eine bessere Einbettung in den Hintergrund. Wer mag, kann nun noch ein wenig Schnee auf die Äste malen. Hier nehme ich Titan Weiß direkt aus der Tube und arbeite wieder mit meinem schmalen Linierpinsel. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch Lust, das Motiv jetzt einmal auszuprobieren. Wir sehen uns in jedem Fall hier wieder in 14 Tagen zum nächsten Film. Schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr euch von uns wünscht. Und vielleicht sehen wir uns dann auch beim Livestream im Unterstützerbereich Ende Januar zum gemeinsamen Malen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.